Servus, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, der Tobias hier von MTB News. In dem Video zeige ich euch das Ergebnis von einem Fahrradanhänger-Vergleichstest, den wir gemacht haben mit 9 aktuellen Fahrradanhängern für Kinder. Warum machen wir das Ganze? Wir testen sonst intensiv Fahrräder und Zubehör für Fahrräder, aber Fahrradanhänger haben wir uns noch nie angeschaut. Aber jeder wird mal Vater und in meinem Fall ist es im letzten Dezember soweit gewesen. Deshalb habe ich mir überlegt, jetzt wo der kleine Mann ein bisschen über ein halbes Jahr alt ist, kann der mitkommen auf dem Fahrradanhänger? Welcher Anhänger ist dafür besonders gut geeignet? Und wie funktioniert das dann? Ich will ihn natürlich schon ganz gerne auf dem Fahrrad mitnehmen, um auch meine Kilometer und meine Höhenmeter zu kommen. Stellt sich also die Frage, welchen soll man kaufen? Und deshalb haben wir uns ein breites Testfeld ausgesucht und das möchte ich euch ganz kurz vorstellen. Wenn man nur so keine Ahnung von Fahrradanhängern hat, wie ich es davor hatte, dann denkt man eigentlich, wenn man auf die Straße schaut, es gibt nur den Thule. Thule hier, Thule da, alle fahren Thule und die Empfehlungen sind meistens, kauft doch den Thule. Aber ist der wirklich so gut? Um das zu prüfen, haben wir natürlich den Thule mit in den Test genommen und haben aber auch von den Herstellern andere Anhänger zur Verfügung gestellt bekommen, denn es gibt Alternativen zum Thule. Wir haben ausschließlich Fahrradanhänger getestet, die man hinten an dem Fahrrad montiert. Das heißt, in dem Test hier findet ihr keine Lastenräder und auch keine sonstigen Lösungen wie Kindersitze vorne oder hinten auf dem Fahrrad. Wir haben uns stattdessen angeschaut, welche einsitzigen und zweisitzigen Fahrradanhänger gibt es. Und wir haben sowohl solche, die mit 2 Hinterrädern arbeiten, als auch mit einem Hinterrad uns angeschaut. Bei den einsitzigen Anhängern haben wir als erstes den Burley D-Lite X, dann haben wir den Legero Enso, dann haben wir den Thule Chariot Sport 1 und den Tout-Terrain Single Trailer. Wir haben außerdem 4 Anhänger getestet, wo man 2 Kinder reinsetzen kann. Da wäre einmal der Cruiser Kid Vaya 2, der Hamax Outback 2. Dann haben wir hier ebenfalls ein Modell von Thule mit dabei. Das ist der Thule Chariot Cross, also die günstigere Variante. Und dann haben wir den Legero Vento Air, ein aus der Schweiz kommendes Produkt. Die ganz wesentliche Frage ist natürlich gewesen, wie bewerten wir die Fahrradanhänger? Denn man sitzt ja selber nicht drin und das Kind ist meistens nicht in der Lage, einem Auskunft zu geben, was es erlebt hat, was es gespürt hat. Deshalb haben wir uns ein Bewertungsschema einfallen lassen und tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte von MTB News wirklich quantifiziert. Das ist häufig schwer. Ihr erinnert euch an so Sachen wie Stiffness to Weight von Fahrradrahmen. Dass ein Fahrradrahmen nicht zu weich sein darf, ist, glaube ich, allen klar. Dass aber auch zu steif sein kann, das wissen wir alle. Und deshalb vermeiden wir bei Fahrradtests so eine Quantifizierung, weil man nicht klar sagen kann, ist das jetzt besser oder schlechter. Was wir aber machen wollten, ist bei den Kinderfahrradanhängern darauf achten, welche Belastungen wirken auf das Kind, wenn ich damit fahre. Und das ist ganz klar. Je niedriger diese Belastung ist, desto besser ist das. Wir haben deshalb ein Testschema entwickelt, in dem wir 5 Kategorien abprüfen. Das erste ist die Ausstattung des Anhängers an sich. Das zweite ist die Alltagsverwendung. Wie praktisch ist der, wenn ich damit einkaufen gehe, wenn ich damit zu Fuß durch die Gegend gehe, ihn quasi als Kinderwageneinsatz nutze. Und dann kommt die große Kategorie, das Fahrradfahren, Mountainbiken im Fokus. Da haben wir noch 2 kleinere Kategorien. Das ist einmal das Gewicht der Hänger, das wir mitbewertet haben, und natürlich der Preis. Denn diese Hänger, über die wir hier sprechen, kosten zwischen 650 und immerhin 1390 € in der Basisausstattung. Und da kommt meistens noch die passende Steckachse oder eine Babyschale dazu. Das heißt, wir reden hier darüber, dass man schnell mal bis 1500 € ausgibt. Umso wichtiger natürlich, was in dem Vergleichstest rauskommt. Wir haben diese 5 Kategorien dann unterschiedlich gewichtet, weil wir eine Mountainbike-Plattform sind und ich persönlich als Fahrradfahrer besonderen Wert auf das Fahrradfahren lege, haben wir tatsächlich 40% Gewicht darauf gelegt und etwas weniger Gewicht natürlich auf die anderen Kategorien. Wir machen aber im Test, den findet ihr bei uns auf der Homepage mtbnews.de, alle Informationen soweit verfügbar, dass wenn ihr sagt, ich habe eine andere Gewichtung, ich will den Preis höher gewichten oder ich will die Ausstattung höher gewichten, dass ihr das entsprechend mit den Testdaten auch machen könnt, um euer ganz eigenes Ergebnis auch aus dem Test rauszuholen. Ihr wisst, Kinderköpfe sollen nicht geschüttelt werden, Kinder darf man nicht schütteln. Gefahr von Genickverletzungen, weil die einfach ihren Kopf selber noch nicht halten können. Insbesondere, wenn sie jung sind, also irgendwie Minimum ein halbes Jahr, wo ja einige Leute schon überlegen, den Kinderanhänger zu nutzen. Deshalb haben wir gesagt, wir nehmen die Maxine und den Max und setzen die mal in unsere Kinderanhänger rein. Und damit die entsprechend widerspiegeln, was wir eigentlich testen, haben wir ihnen natürlich noch ein bisschen Last zugegeben. Der Max hat hier hinter dem Handy natürlich an dem Kopf noch Steine im Kopf, damit der Kopf ungefähr so schwer ist, wie man es bei einem normalen Kind hat. Das heißt, der kann schön hin und her wackeln. Und was wir oben drauf machen ist, mit dem Handy tracken wir, wie sich die Beschleunigungen in die verschiedenen Richtungen entwickeln und erfassen das auf einer standardisierten Testrunde. Das heißt, wir fahren mit jedem Anhänger die Testrunde einmal schwer für ein Kind mit ungefähr 17 Kilo, vielleicht noch ein bisschen mehr, was so Richtung Maximalbeladung geht von den Anhängern. Und wir fahren es einmal mit einer leichten Puppe. Dann nehmen wir nämlich einfach diese Kiste hier raus und dann wiegt das ganze Setup plötzlich nur noch 6 Kilo. Und damit können wir simulieren, was passiert beschleunigungsseitig, wenn ich einmal ein großes Kind drin habe und einmal ein kleines Kind.
Das Ganze dokumentieren wir neben dem iPhone und der Beschleunigungsmessung natürlich noch mit der GoPro, damit wir einfach sehen können, springt der Anhänger, bewegt er sich irgendwie ungewöhnlich, was auch immer, oder schlackert der Kopf besonders stark hin und her, dass wir solche Sachen auch erfassen können. Und für jede Testrunde passen wir den Reifendruck entsprechend an, gucken, was ist eine sinnvolle Positionierung da, dass wir nicht zu weich sind, aber auch nicht zu hart, denn das hat einen großen Einfluss. Und wir stellen natürlich, wo das möglich ist, auch noch die Federung ein. Das heißt, bei den meisten Anhängern kann man einstellen, ob die Feder eher hart ist oder eher weich, und wir passen das entsprechend der Beladung an. Jetzt sind wir einige Wochen weiter, wir haben die Testfahrten gemacht und wir haben natürlich intensive Zeit am Computer verbracht, um mal auszuwerten, was wir da eigentlich gemessen haben auf unseren Fahrten. Und wir sehen eigentlich zwei ganz klare Muster. Das erste ist, je schwerer der Anhänger ist, desto besser funktioniert die Federung. Im Sinne von, umso niedriger fallen die Beschleunigungen aus. Das ist gut für die Zweisitzer, die naturgemäß schon mal etwas schwerer sind. Das ist aber auch gut entsprechend, wenn man viel Beladung drin hat und nicht nur mit einem sehr leichten Kind fährt, sondern vielleicht auch noch entsprechend Ausrüstung für einen Ausflug oder das Picknick mit dabei hat oder natürlich 2 Kinder und die ganze Ausrüstung. Ja, das heißt, je schwerer, desto besser. Das konnten wir mal ableiten, das sieht man in den Daten sehr gut. Was auch logisch ist, je glatter der Untergrund, desto niedriger die Beschleunigung. Darauf will ich nicht hinaus, sondern vielmehr auf den Einfluss, den nachher die Kupplung hat, die der Hänger hat. Also die Anbindung vom Fahrrad und dem Anhänger. Das ist ganz, ganz entscheidend, sobald ihr in den Wiegetritt geht, und das machen viele von uns ganz intuitiv, sobald es bergauf geht, steht man auf, um entsprechend Leistung in die Pedale zu treten. Und das ist der Moment, wo es spannend wird. Und wir haben festgestellt, mit weichen Kupplungen, und die Kupplungen sind alle mehr oder weniger weich, damit das Fahrrad sich unabhängig vom Hänger bewegen kann, kommt es dazu, dass im Wiegetritt der Hänger sich aufschaukelt und dann wirklich vor und zurück sich bewegt, und das in einer Schwingung, die wirklich gefährlich werden kann für das Kind. Wir haben teilweise die höchsten Beschleunigungen auf der gesamten Testrunde im Wiegetritt gemessen. Und das bedeutet ganz konkret, wenn man es einfach machen will, bleibt sitzen. Ja. Es gibt kleine Ausnahmen davon und Unterschiede bei den Kupplungen. Die Kupplungen von Legero, die sind tatsächlich so steif ausgeführt, dass wir hier fast keine Auffälligkeiten im Wiegetritt hatten, weder bei voller noch bei leerer Beladung. Und man muss es einfach sagen, wir kommen darauf öfter noch zu sprechen, der Single-Trailer fällt auch hier wieder auf. Dadurch, dass der nämlich eine steife Anbindung hat und sich mit dem Fahrrad auch in die Kurven neigt, kann der sich nicht vorwärts und rückwärts auf das Fahrrad zubewegen. Ja? Und das sieht man sofort in den Messdaten, denn da ist der Wiegetritt tatsächlich nicht erkennbar. Ja? Also, kurz zusammengefasst, ihr braucht eine Federung und ihr braucht auf jeden Fall auch nochmal einen Blick auf die Kupplung. Denkt dran, im Zweifelsfall, wenn ihr das Gefühl habt, dass der Anhänger in Schwingung gerät, dann macht ihr was falsch, weil ihr seid der ganze Anregungspunkt für das System. Ihr seid die Person, die Kraft reingibt. Wir haben für jeden der Anhänger einen Einzeltest veröffentlicht. In dem Video hier zeige ich euch die Ergebnisse aus dem Vergleichstest. Und da gehen wir Hänger für Hänger durch, in absteigender Reihenfolge, das heißt von den bestbewertetsten hin zu den am schlechtesten bewerteten. Man muss insgesamt sagen, dass unser Testfeld relativ eng zusammenliegt. Wir haben in unserem 5-Punkte-Bewertungsschema am Ende die höchste Wertung bei 3,4 Punkten und die schlechteste Wertung bei 2,6 Punkten. Das bedeutet, auch beim besten Hänger ist noch Luft nach oben. Wir sehen Verbesserungspotenzial definitiv, aber es gibt auch Hänger, die etwas schlechter sind und in der Range irgendwo tatsächlich spürbar einen Unterschied haben. Was aber auch sich zeigt, ist, es gibt keinen wirklich schlechten Anhänger. Hängt damit zusammen, wir haben ausschließlich Anhänger mit Federung getestet und damit insgesamt eher die Top-Modelle hier im Test verfügbar. Passt daher bitte auf, bei den günstigen Anhängern ohne Federung würden wir direkt von abraten. Guckt, dass die zumindest eine relevante Federung haben, ob das eine Blattfeder ist, ob das ein Elastomer ist oder eine Stahlfeder, ist mal ganz egal. Wichtig ist, irgendwas muss das Fahrwerk entkoppeln, damit der Hänger entsprechend ruhiger über Unebenheiten fahren kann. Denn die gibt es auf Teer, die gibt es im Kaufhaus, die gibt es im Gelände, die warten überall auf euch. Damit schauen wir uns die einzelnen Ergebnisse an. Unser Testsieger ist der Legero Enso 2. Der kostet stolze 1.299 €, punktet aber mit einem hervorragenden Fahrwerk für einen zweirädrigen Anhänger. Das heißt, er hat einen Stahlfederdämpfer montiert, er hat 7,5 cm Federweg und die nutzt er gut, weil er nämlich eine Dämpfung hat. Das heißt, er fährt deutlich besser als die anderen Anhänger, er federt besser und er hat aber auch eine steifere Kupplung, sodass es nicht zu störenden Schwingungen kommt im Wiegetritt. Ja, sehr vorteilhaft zu erwähnen. Er hat sehr gute Details wie das Fliegengitter, er hat aber auch ein paar Schwächen, das muss man auch sagen. Er hat vorne 2 harte Buggyräder, das heißt, das Schieben auf ebenen Untergründen funktioniert gut. Auf allen anderen Untergründen sollte man das optionale Joggerrad nehmen oder gleich dieses Topmodell wählen, wo das Joggerrad in Serie mit dabei ist. Dann läuft er deutlich besser und ist auch zum Joggen geeignet, wenn man das machen will. Er hat einen hohen Preis und dafür gibt es keinen Sonnenschutz in Serie, was sich einfach beheben lässt, aber eine Schwäche im Detail ist. Dennoch in der Summe der Eigenschaften unser Testsieger. Der zweite Platz geht an den Tout-Terrain Single Trailer und damit auch unser Tipp Mountainbike.
Der Single-Trailer ist insofern einmalig, als dass er nur ein Hinterrad hat und ist der einzige Anhänger in unserem Test, der so aufgebaut ist. Er hat 20 cm Federweg an dem Hinterrad und die spielt er komplett aus, um ein hervorragendes Fahrverhalten zu bieten. Er ist außerdem nicht an der Achse unten angeknüpft, sondern oben an der Sattelstütze festgemacht. Und dadurch neigt er sich mit euch in die Kurve, wenn ihr um die Kurve fahrt. Er ist mit dem wirklich besonderen Fahrverhalten der einzige Anhänger, den wir empfehlen würden, auch im Geländeeinsatz zu verwenden. Dabei aber bitte natürlich darauf achten, dass das Kind alt genug ist, um das auch zu verkraften. Ja. Er ist aber wirklich der einzige Anhänger, der eine Fahrdynamik hat, die Spaß macht. Und er ist ein echtes Sportgerät, denn im Alltag kann er nichts. Er hat keinen Kofferraum, man kann ihn nicht schieben. Er hat ein relativ großes Packmaß, weil man ihn nicht weiter zusammenfalten kann. Und er hat auch einen ziemlich hohen Preis mit 1.390 €. Aber wer einen Anhänger sucht zum Mountainbiken, der ist hier an der richtigen Stelle. Der Querido Kid Go 1 ist genau das Gegenteil zum Ligero Enso oder auch dem Tutena Single Trailer. Der kommt nämlich zum Preis von 649 €. Das ist der Hänger, der hier hinter mir steht und als Repräsentant für alle anderen Hänger hier stehen darf. Das ist unser Tipp Preis-Leistung und aber auch unser Tipp für den Alltag, denn der ist wirklich gut durchdacht. Hat schöne Details wie zum Beispiel Magnetverschlüsse an allen wichtigen Taschen, sodass es keine Geräusche macht, wenn man den Hänger aufmacht. Und er hat ein Buggyrad, was vorne luftgefüllt ist. Das heißt, auch da gibt es keine störenden Vibrationen, wenn man den Hänger mal schieben muss. Und auch dieses Buggyrad kann man in gerader Stellung arretieren. Das heißt, man muss nicht in das Joggerrad investieren, wenn man mal ab und zu laufen gehen will mit dem Anhänger. Wenn man es öfter macht, sollte man sich das überlegen. Querido bietet eine breite Ausstattung, ein großes Portfolio an Sonderausstattung. Und es ist in unseren Augen definitiv bei den günstigeren Hängern die Preis-Leistungs-Empfehlung, denn er macht eigentlich keine Abstriche. Er hat eine etwas schwächere Federung, das muss man sagen, als manch anderer Hänger. Aber es ist nicht so, dass man sagen würde, dass der doppelt so teure Thule auch doppelt so gut federt. Der Hamax Outback 2 kostet 899 €, kommt aus Norwegen und die nordischen Länder sind bekannt für Sicherheit. Und haben da einen sehr guten Ruf und irgendwo passt der Hamax da auch dazu, denn der wiegt 21 Kilo, ist damit mit Abstand der schwerste Anhänger bei uns im Test und macht aber auch den Eindruck, dass ihn so schnell nichts umhauen kann. Er ist sehr groß, sowohl innen als auch außen, das heißt vom Platzangebot im Innenraum macht ihm hier keiner etwas vor. Im großen Kofferraum, der etwas schwierig zu beladen ist und punktet mit guten Details, einer sehr umfangreichen Ausstattung. Er ist ein echter Allrounder. Das heißt, er hat in keiner der Kategorien sich einen Sieg schnappen können, ist aber überall vorne mit dabei und in der Summe der Eigenschaften damit ein spannendes Angebot für alle, die den Hänger vielleicht nicht im Auto transportieren müssen. Außerdem gibt es ihn online sehr, sehr viel günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung. Das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Der Thule Chariot Sport 1 ist der absolute Marktführer. Er kostet 1.299 € 95 Cent und da fehlt noch einiges an Ausstattung, zum Beispiel die Steckachse oder auch eine Babyhängematte. War natürlich spannend für uns zu sehen, wie gut schlägt sich dieser Testsieger und er ist ein wirklich gutes Produkt. Er ist unser Tipp, was die Ausstattung angeht und er ist auch unser Tipp für den Alltag. Das heißt, er ist ein super Allrounder, sehr gute Details, vor allem hervorzuheben, das ganz hervorragende Sonnenverdeck, aber auch, dass er sich sehr klein zusammenfalten lässt. Und das ist etwas, das je nachdem, was man mit dem Hänger vorhat, sehr wichtig sein kann oder auch weniger wichtig. Er ist sehr einfach zu handhaben. Er hat 2 Buggyräder vorne, die aus hartem Gummi sind, deshalb fährt er relativ schlecht. Man sollte also, wenn man nicht nur auf Teer unterwegs ist, sich definitiv überlegen, noch das Buggyrad vorne zu ersetzen durch das Joggerrad. Dann funktioniert er deutlich besser und dann auch beim Joggen, das ist man ja auch häufig im Einsatz. Thule hat ein sehr breites Zubehörportfolio, was teilweise relativ frech gepreist ist, von dem her empfiehlt sich hier ganz klar auch zu schauen, ob man ihn nicht gebraucht bei eBay Kleinanzeigen findet, denn die Verarbeitungsqualität ist top und daher sind eigentlich auch gebrauchte Anhänger gut zu kaufen, sofern man sie sich intensiv angeschaut hat, dass da keine Schäden dran sind. Es gibt natürlich auch ein paar negative Punkte am Thule noch. Er hat eine relativ weiche Kupplung, das heißt, es kommt zu störenden Schwingen im Wiegetritt zwischen dem Fahrrad und dem Anhänger, das heißt auf jeden Fall nicht im Wiegetritt fahren. Außerdem ist der Kofferraum ziemlich klein und die Buggyräder, die habe ich schon erwähnt, das ist eine echte Schwäche. Wir haben auch den Thule Chariot Cross 2 getestet, der kostet 1.049,95 €, das ist die günstigere Ausstattung, unterscheidet sich dadurch, dass ich kein Schloss an der Deichsel habe und kein Schloss an der Kupplung und auch nicht die Seitenscheiben wegnehmen kann, was beim Thule Chariot Sport für eine außergewöhnlich gute Belüftung sorgt. Der Thule Chariot Cross ist ansonsten exakt gleich aufgebaut, die gleiche Basis. Das heißt, er leistet sich auch die gleichen Schwächen bei der Federung und bei der Kupplung und auch bei den Buggyrädern. Und auch der Zweisitzer hat immer noch im Vergleich zu den anderen Zweisitzern begrenztes Kofferraumvolumen, aber ein sehr gutes Packmaß. Das heißt, da ist die Balance definitiv das, was ihr haben wollt. Ihr müsst euch überlegen und könnt dann entsprechend die richtige Entscheidung treffen. Der Ligero Vento Air ist quasi der große Bruder vom Ligero Enso. Kostet 899 € und da sieht man schon, der ist nicht das teurere Produkt. Er ist nur der Zweisitzer von Ligero und der ist etwas günstiger aufgebaut. Er hat ein
sehr großen Innenraum, muss man sagen, ist schön gemacht im Innenraum und bietet auch viel Platz. Hat auch ein gutes Fahrwerk und die sehr gute Kupplung, wie auch der Leggero Enzo, leistet sich allerdings kleine Schwächen. Die größte davon ist die Parkbremse, die man für jedes Rad einzeln aktivieren muss hinten. Das ist ungünstig, außerdem ist es so, dass man sie hochziehen muss, um das Rad zu sichern. Das heißt, wenn man unabsichtlich drauf tritt, ist der Hänger gelöst. Das sollte nicht sein, das müsste genau andersrum sein. Außerdem hat er ein relativ großes Packmaß und ihm fehlt ein sinnvoller Sonnenschutz für das Kind, was definitiv bei kleinen Kindern sehr wichtig ist. Außerdem kommt er relativ weit demontiert, das heißt, man muss viele Einzelteile zusammenbauen und die schwarz-weiße Bedienungsanleitung ist dann nur bedingt hilfreich. Das heißt, da muss man ein paar Minuten mehr einplanen als bei anderen Fahrradanhängern. Der Cruiser Kit Varia 2 kostet 1.150 € und ist ein Hänger, den man neben dem Thule wohl am meisten sieht. Zumindest hier bei mir in München, in meiner Filterblase, wo ich das wahrnehmen kann. Der Cruiser sieht sehr cool aus, auch ein sehr geradlinig geschnittener Hänger und relativ tiefbauend, sodass er optisch satt auf der Straße steht. Da war man natürlich gespannt, was kann der Hänger im Alltag. Er ist ein guter Allrounder mit einem guten Kofferraumvolumen, sehr groß, gut nutzbar. Die Federung ist gut und auch die Kupplung ist sehr gut gelöst und vor allem die Steckachse einfach zu verwenden. Da hat Cruiser definitiv einen Vorteil gegenüber anderen Mitbewerbern. Er hat aber einige Schwächen. Die Hauptschwäche ist die Belüftung. Die ist, wenn man das Regenverdeck schließt, sehr schlecht. Vor allem, wenn man noch ein bisschen was im Kofferraum hat, gibt es keine sinnvolle Luftzufuhr mehr in den Anhänger. Es gibt eine Nachrüstlösung, die wir aber relativ wenig überzeugend finden. Außerdem ist er an allen Verschlüssen mit Klettverschlüssen ausgestattet. Das bedeutet, dass er relativ laut ist, wenn man ihn schließt oder öffnet. Das heißt, Kinder, die sich davon aufwecken lassen, wachen garantiert in diesem Anhänger dadurch auf. Das Buggyrad ist außerdem relativ klein und hart und hat keinen sinnvollen Platz. Es gibt eine kleine Tasche im Kofferraum. Das bedeutet aber, dass der Zugriff zum Kofferraum schlechter wird und dass man von vorne nach hinten muss und dann das dreckige Rad in den Kofferraum legt. Das ist nicht ideal gelöst. Andere Hersteller machen das an dem Punkt besser. Außerdem klappert der Schiebegriff, der zwar coole Beleuchtungselemente hat, was im Alltag sehr hilfreich ist, aber irgendwo störend, wenn man unterwegs ist und die Beleuchtungselemente bedeuten, dass ein Akku im Griff ist und wir fragen uns, warum muss dann das Ladekabel am Griff dran sein und warum ist nicht einfach eine USB-Box implementiert. Das heißt, ihr seht, kleine Detailschwächen, in der Summe aber immer noch ein guter Allrounder mit einer sehr guten Babyhängematte. Der letzte in unserem Vergleichstest wird der Burley D-Lite X, kostet 799 € als Einsitzer. Er ist der leichteste Anhänger, den wir getestet haben, mit knapp über 14 Kilo. Kann sich dadurch also deutlich über 2 Kilo von den anderen Einsitzern absetzen. Und für wen das wichtig ist, hilft das definitiv. Im Fall des Burley ist es so, dass die Federung trotz des niedrigen Gewichts noch ziemlich gut arbeitet und interessanterweise ähnlich gut arbeitet, ob er beladen ist oder weniger beladen. Er sieht recht klassisch aus von außen und wirkt relativ kurz, hat aber trotzdem einen großen Innenraum und auch einen großen Kofferraum. Außerdem sehr gut gepolsterte Sitze und ein hervorragendes Gurtsystem. Das heißt, in den Details kann der Burley überzeugen. Weniger überzeugen kann er tatsächlich im Schiebebetrieb. Denn das ist die echte Schwäche, das Buggyrad ist vorne an der Deichsel montiert, das ist an sich praktisch und es ist auch immer schön wegklappbar, das heißt, man muss es nicht durch die Gegend tragen oder woanders hin montieren. Aber dadurch ist es sehr weit vorne vor dem Hänger und das macht den Anhänger im Alltag einfach sehr schwer zu navigieren, durch Kaufhäuser zu fahren. Und außerdem ist das relativ klapprig, hat relativ viel Toleranzen und fühlt sich einfach nicht gut und robust an. Es gibt alternative Lösungen, die man anbietet bei Burley, kostet aber Aufpreis, oder müssen wir überlegen, ob man das machen will. Ein Punkt, auf den wir noch eingehen wollen, ist die Reifenwahl. Wir haben bei unseren Testfahrten herausgefunden, dass die Reifen einen erheblichen Einfluss haben. Das ist einerseits der Reifendruck, aber andererseits, und das kennen wir vom Mountainbike, ist deshalb auch nichts Neues für uns, natürlich auch welches Gummi man drauf hat. Das hier ist jetzt am Beispiel vom Cruiser mal der Serienreifen. Ihr seht, kein Profil, rollt sicher gut, aber ansonsten einfach ein Drahtreifen mit relativ dünner Karkasse. Den mussten wir auf 1,5 Bar aufpumpen, damit der entsprechend mit der vollen Beladung gut funktioniert hat. Wir haben gesagt, schauen wir mal, was passiert, wenn wir den einfach wegschmeißen und ein bisschen Alternativen aufziehen. Und deshalb haben wir gesagt, wir fragen mal bei Maxxis an, was die in 20 Zoll zur Auswahl haben. Und da sehen wir natürlich einmal den Maxxis Drifter, ein Reifen mit 2,1 Zoll Breite, das ist schon mal eine Spur breiter. Hat relativ wenig Profil, aber eine flexiblere Karkasse und dadurch die Hoffnung, dass wir damit ein bisschen was bei der Dämpfung verbessern können. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch BMX-Reifen, wie hier unseren Creepy Crawler, der mit 2,5 Zoll richtig dick ausfällt und wir haben gesagt, beides sind Extreme. Als Mountainbiker wählen wir was aus, was wir schon kennen. Deshalb haben wir uns hier den Maxxis Minion DHR 2 montiert. Den fahren viele von uns auch in ihrem Mountainbike. Wir haben hier in 2,3 Zoll Breite und das ist auch die einzige Randbedingung, die man eigentlich prüfen muss. Wenn man am Kinderfahrradanhänger die Reifen wechseln will, kriegt man es hin, dass man den Reifen montiert, ohne dass der irgendwo an den Anhänger anstößt. Ja? Wir haben jetzt hier vorne oben an der Kabine noch Platz
Wirklich eng ist es hier vorne an dem Rammbügel im Fall vom Cruiser. Aber das ist noch in Ordnung. Ja? Und wir haben die Testfahrten gemacht und werden uns gleich mal anschauen, was da entsprechend an Dämpfungsmöglichkeiten in so einem Reifen steckt. Wir haben nämlich den Reifendruck senken können von 1,5 Bar auf 0,8 Bar. Und wir wollen mal schauen, was das bringt. Das Ergebnis da ist relativ eindeutig. Niedriger Luftdruck hilft dabei, die Beschleunigungen insgesamt zu senken, ist aber kein Allheilmittel. Das heißt, auch da wippen die Anhänger immer noch und springen immer noch und die Beschleunigungsspitzen sind auch immer noch da. Das heißt konkret, nutzt das gerne, wenn ihr wisst, dass ihr öfter ins Gelände fahrt. Seid euch aber bewusst, dass Luft keine Zugstufe hat. Das heißt, je weniger Luft ihr im Reifen fahrt und je dicker dieser Reifen ist, desto mehr funktioniert er wie so ein Trampolin. Ja? Das kennt man vielleicht von den Fatbikes, die auf wurzeligen Trails oder steinigen Trails auch nicht wirklich Spaß machen. Ja? Was da wirklich Spaß macht, ist Dämpfung. Und die Dämpfung haben wir tatsächlich in unserem Testfeld von den neuen Anhängern nur bei zweien. Das ist der Legero Enso und das ist der Tout-Terrain Single Trailer. Und da sehen wir, sobald man eine funktionierende Zugstufendämpfung hat, hüpft der Anhänger deutlich weniger, er schwingt weniger nach und fährt insgesamt ruhiger. Und dann kommt das zweite Element dazu und das ist der Federweg. Je mehr Federweg ich habe, desto besser kann ich natürlich auf Schläge reagieren und desto mehr Federweg kann ich auch nutzen, um den Anhänger zu beruhigen. Da hat der Single Trailer einen unaufhörbaren Vorteil, der hat 20 cm Federweg in der maximalen Stellung. Der Legero kommt auf 7,5 cm und beide zeigen, dass ein gutes Fahrwerk ganz viel hilft. Jetzt ist aber so, dass der Single Trailer mit seinem guten Fahrwerk im Alltag nicht mehr nutzbar ist, aber dazu würde ich an die Hanna übergeben, denn die erklärt euch in der Zusammenfassung, was wir eigentlich in diesem Test gelernt haben. Was haben wir in unserem Riesentest jetzt eigentlich gelernt, wenn wir euch nicht direkt zu einem einzigen Anhänger raten können? Wir haben vor allem gelernt, dass die meisten Anhänger bis auf der Single Trailer wirklich Transportgeräte sind. Sie sind keine Sportgeräte. Wenn ihr ein Sportgerät sucht, dann nutzt wirklich den Single Trailer. Zusätzlich haben wir gelernt, fahrt immer Anhänger mit Federung. Es hilft wirklich nichts, auf das günstigere Modell ohne Federung zu gehen. Ihr tut euren Kindern was Gutes, wenn ihr die Federung wirklich mit nutzt. Und als letztes würde ich sagen, was ich gelernt habe, ist, nicht einfach den Anhänger nehmen, den eure beste Freundin fährt und der den höchsten Preis hat, weil der wahrscheinlich der beste sein wird, sondern wirklich darauf achten, was braucht ihr eigentlich im Alltag, was sind eure Punkte, die wichtig sind und dann einfach online schauen oder einen Händler besuchen und die Anhänger einfach mal austesten. Die Frage, die jetzt noch offen ist, welchen Anhänger solltet ihr kaufen? Da muss man ganz klar sagen, es kommt ein bisschen drauf an, was ihr mit dem Anhänger alles machen wollt. Fahrt ihr normalerweise auf Teer? Habt ihr richtig viel Schotter bei euch in der Gegend? Müsst ihr viel hoch und runter fahren oder ist grundsätzlich einfach alles flach? Wollt ihr den Anhänger wirklich auch für den Alltag nehmen oder soll es gar ein Autoersatz sein? Soll euer Baby da schon mit reingeladen werden in dem Anhänger? Das sind wirklich die Fragen, wo ihr am Anfang mal in euch gehen müsst, aufschreiben müsst, was wollt ihr eigentlich haben bei dem Ganzen und dann wirklich bei uns im Artikel vergleichen solltet, was ist das Wichtigste für euch. Was ich mal sagen kann an sich ist, dass wenn ihr Trails fahren wollt mit dem Anhänger, ihn aber gleichzeitig im Alltag nutzen wollt, dann würde ich euch wirklich leider zu 2 Anhängern raten. Es ist nicht machbar, da einen Anhänger zu kaufen. Wenn man zum Teer redet, sind alle Anhänger geeignet, auf Teer zu fahren. Ihr solltet aber nicht vergessen, dass man durchaus auch am Teer Wurzeln im Weg haben kann oder eben auch mal einen Bordstein runterfahren muss. Das heißt, auch da ist es so, dass durchaus Schwingungen und eine gute Dämpfung gebraucht wird beim Anhänger. Das heißt, schaut wirklich an, wo fahrt ihr grundsätzlich. Wenn ich jetzt über den Alltag rede im Endeffekt, dann ist immer noch die Frage, ist mir der Schiebebetrieb wichtig, ist mir die Belüftung wichtig oder ist mir vielleicht auch wichtig, wie viel der Anhänger mitnehmen kann. Wenn wirklich alles wichtig ist, von diesen, die ich genannt habe, dann geht man vielleicht auf einen, der so ein bisschen rundum sorglos Paket ist. Das wäre vielleicht der Hamax oder auch der Keride, wenn ihr jetzt sagt, die Belüftung ist das Wichtigste. Dann vielleicht eher der Thule, wo man auch die Seitenfenster abnehmen kann. Das ist wirklich dann grundsätzlich müsst ihr euch überlegen, was passt da am besten zu euch. Wenn ihr jetzt auf der anderen Seite sagt, bei uns ist ganz viel Schotter und auch alpine Wege, also ihr habt Wurzeln im Weg, ihr habt wirklich groben Schotter, dann solltet ihr schon eher schauen, wo ist die Dämpfung am besten. Da wäre dann der Legero Enso, das ist ja auch unser Testsieger an sich, wirklich die beste Wahl. Natürlich könnte auch ein Kriterium sein, dass man den Anhänger einfach gut zusammenfalten muss, weil man nur ein kleines Auto hat, wie zum Beispiel einen Golf, wo wir es probiert haben. Dann ist ganz klar, wenn ihr nur ein Kind habt, dann nehmt einen Einsitzer. Irgendwann kann man ja dann mal auf einem Zweisitzer upgraden, aber im kleinen Auto passt eben auch nur der Einsitzer rein und dann muss eigentlich auch alles auf den Thule fallen, wenn man das braucht. Wenn man im Gegensatz dazu wirklich einen leichten Anhänger braucht, weil man eben nicht schwer heben kann, dann ist in dem Fall wirklich der Burley D-Lite X der richtige Anhänger. Oder der Single Trailer, der wirklich auch leicht ist, aber der ist einfach ein anderes Einsatzgebiet, das hatte ich ja schon gesagt. Der ist wirklich einfach für Outdoor Sport gedacht, währenddem die anderen einfach Transportgeräte sind.
Zusätzlich muss man sich dann noch überlegen, ab wann möchte ich mein Kind da reinsetzen in den Anhänger. Das ist wirklich euch überlassen. Man sieht ja bei uns in den Ergebnissen ganz gut, dass die Kraft, die auf ein Kind, vor allem auf ein Baby in den Anhängern wirkt, gar nicht so niedrig ist. Das heißt, überlegt euch immer, ab wann setzt ihr das Kind da rein. Die Hersteller machen da auch grundsätzlich ganz andere Angaben. Manche sagen ab dem ersten Lebensmonat, wie zum Beispiel der Cruiser Kit Vaya, da kann man die Kinder mit natürlich der Hängematte ab dem ersten Lebensmonat nach Cruiser reinsetzen, während dem Thule ganz klar für beide seine Anhänger sagt, man kann die Kinder da erst reinsetzen, wenn sie wirklich stabil sitzen können. Auch da wiederum schaut euch die Testergebnisse an. Wir selbst würden auf alle Fälle unser Kind jetzt nicht in den Anhänger setzen, bevor es seinen Kopf nicht gut halten kann, weil eben doch die Kräfte relativ stark sind, die in dem Anhänger wirken. Man muss sich natürlich auch immer fragen, wie lang will man eigentlich sein Kind in dem Anhänger lassen? Hat man einen langen Weg nach Hause, zum Beispiel von der Kita, oder ist der Weg ganz kurz? Denn klar ist, in den Autobabyschalen sollte man sein Kind meistens am Anfang nicht länger als 2 Stunden reinsetzen. Das ist dann in der Babyschale vom Anhänger genau das Gleiche. Und bei ganz kleinen Kindern steht sogar bei ganz vielen Seiten, dass man nicht länger als eine halbe Stunde in diesen Schalen machen sollte. Dann ist der Anhänger wirklich auch nicht als Kinderwagenersatz gedacht, weil man ja schon Kinderwagentouren mit dem Baby durchaus länger macht als nur eine halbe Stunde. Damit sind wir am Ende von unserem Vergleichstest. Ich hoffe, er hat euch weitergeholfen. Schaut euch die Einzeltests an auf mtbnews.de, schaut euch hier auf YouTube die verschiedenen Testvideos an. Wir haben für jeden Anhänger veröffentlicht, wie wir die Testrunden mit ihnen fahren und wie dabei die Kinder durch die Gegend geschmissen werden oder eben auch nicht. Das heißt, ihr könnt für euch nachvollziehen, wie wir getestet haben. Ich freue mich auf jeden Fall über ein Like für das Video und auch über eure Kommentare, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, was euch wichtig ist bei den Anhängern und ob ihr vielleicht auch noch andere Anhänger getestet habt, die sehr empfehlenswert sind, die wir jetzt hier in dem Feld aus 9 Anhängern, die wir getestet haben, nicht unterbringen konnten. Ich sage vielen Dank, passt auf die Kleinen gut auf und immer dran denken, die können euch nicht sagen, wenn es hinten zu wild wird. Das heißt, ihr müsst euch selber ein bisschen in den Zaum halten. In dem Rahmen aber habt viel Spaß